Schon Adi Preisler wusste, grau ist im Leben alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Spieltag für unsere U19. Borussia Mönchengladbach ist im Fußballpark Hohenbuscheit zu Gast. Die letzte Phase der Vorbereitung, multimediale Möglichkeiten werden auch jetzt noch intensiv genutzt. Vor dem Spiel gucke ich mir auf jeden Fall immer die Videos an. Wir kriegen dann ich bin ja Innenverteidiger, deswegen kriege ich zu meinem Gegenspieler meistens noch ein Video. Dann weiß ich so seine Stärken, wie er überhaupt aussieht, ob er robust ist, groß, eher klein, dribbelstark. Kriegt man ein paar Szenen und kann sich darauf einstellen. Auf der Tribüne richtet Spielanalyst Sebastian Sommer seinen Stammplatz ein. Testlauf mit Paul Frenz an der Kamera, dessen Bilder später direkt auf das Notebook gespielt werden. Für die Jungs auf dem Rasen beginnt heute der Endspurt in der Liga. Schwarz-Gelb geht als Tabellenzweiter in die Partie. Das Ziel zwar ganz klar vor Augen, aber noch lange nicht zum Greifen nah. Der tagtäglich das Richtige tut. Und bei uns geht es immer um den nächsten Schritt, um Entwicklung und um eine Haltung zum Spiel. Der steht am Ende auch oben und das dann auch zurecht. Und da wollen wir hin. Das sind noch 4 Schritte. Machen dann einen großen Schritt weiter nach vorne. Und wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen, heute mit dem ersten Schritt, dann ist egal, was die anderen machen. Dann sind wir auf jeden Fall im Halbfinale. Das muss unser Ziel sein. Auf geht's. Jetzt gilt es für Spieler, Trainer und Analyst. Geht der Matchplan auf? Die Anfangsphase ist dabei nicht spielentscheidend, wohl aber richtungsweisend. Daniel, im Aufbau müssen wir auf jeden Fall Positionen mal korrigieren, weil er steht immer zu tief, dass er auf der Passlinie steht. Okay, ich achte drauf. So ist jetzt richtig. Ja, sehe ich. Aber da müssen wir laufen, tief, also Yasin in dem Fall. Geiler Ball, Manu! Spielaufbau, ein Pass quer und dann müssen wir andribbeln. Jetzt müssen wir andribbeln, das sind die Situationen, um an dem Stürmer vorbeizukommen. Daniel, 10 Minuten jetzt rum oder 12 Minuten rum. Lösung auf jeden Fall außen. Wir müssen aber dahinter tief laufen, also Achterposition oder außen muss tief laufen, weil das fehlt im Moment noch, gerade wenn der Außenverteidiger den Ball hat. Also meistens eigentlich die ersten 10, 15 Minuten gucken wir uns beide das Spiel an und versuchen es zu analysieren, ob alles das, was wir uns vorher erarbeitet haben, ob sie so taktisch so spielen, wie wir sie erwarten, ob Änderungen sind, wenn schon andere Spieler spielen als die wir in der ersten 11 erwartet haben, gibt da noch mal ein paar Informationen, damit wir den Jungs das noch mal weitergeben. Alla muss auf 8 aufpassen. Alle 8 da, rechte Schulter! Benny tief! Benny tief! Tiefe finden! Emre! Yasin, let's go! Gut, Tobi! Tiefe! Alle Tiefe finden! Daniel, 20 Minuten jetzt rum. Spielaufbau, ganz klar, Lösung muss außen sein. Dreierkette haben wir bisher gar nicht gemacht. Und mal darauf achten, Raschel ist die ganze Zeit in Manndeckung, ob wir da vielleicht noch irgendwas anderes machen wollen. Minute 22, die plötzliche Führung für Gladbach. Hey, weiter, Jungs, komm! Schuss. Schieß. 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 Geh. Weiter, lauf weiter.
Spielaufbau, Dreierkette ist ja möglich. Damit kriegen wir die Innenverteidiger aus Äußeren, kriegen wir klarer freigespielt. Aber dann muss Shell auch weiter höher stehen, damit wir dann über die linke Seite weiterspielen können und kann nicht hinter Manu stehen, wenn er der Mittlere ist. Ja, aber Dreierkette brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die nur mit einer Spitze agieren. Ja, ich weiß, aber das Ding ist ja, dann kommt vielleicht auch ein Mittelfeldspieler mit raus. Ne? Und wir können die Innenverteidiger klarer dazu bringen, dass sie andribbeln können und dann die äußeren Mittelfeldspieler mit Ball attackieren. Okay. Wenn der Matchplan stimmt, nicht aber das Ergebnis, gilt es an einigen Stellschrauben zu drehen. Das Videostudium soll auch hier wieder als anschauliche Hilfestellung dienen. Basti? Die Szene für die Halbzeit, das Andribbeln von Shell? Genau. Man muss da höher stehen. Mislamit! Nimm die Szene, weil wir müssen verlagern. Wir müssen, wenn wir zwischen die Ketten kommen, müssen wir verlagern. Einmal die Szene mit Yassin wegen keine Verlagerung. Ja, aber okay. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass Benny jetzt eben, der Coach, dann eben auch schon im Spiel schon eine Szene haben möchte, wo ich das Basti dann eben durchgebe und sage, okay, die Szene soll er schon mal taggen, damit wir uns die angucken. Sonst ist es ja so, dass Basti schon vieles, was er eben auch schon weiß, was wir haben möchten, was vielleicht nicht so gut läuft, dass er das dann eben auch taggt. Und dann ist es kurz vor der Halbzeit, dass wir uns ein paar Szenen angucken. Und dann entscheiden, welche wir dann den Jungs dann präsentieren in der Halbzeit. In der 38. Minute startet für Sebastian die Halbzeitvorbereitung. Während der 31-Jährige die gewünschten Videosequenzen erstellt, müht sich der BVB um ein Erfolgserlebnis. Vergeblich. Mit 0:1 geht es in die Kabine. Die Situation kriegen wir hin. Erstmal muss er noch weiter an. Also er häufig bricht ja ab, spielt nach rechts. Aber wir können immer außen vorbei. So, und jetzt muss Yassin laufen. Das haben wir aber. Das haben wir, aber da. Genau. Enzo muss hier sein. Enzo ist nicht da. Ja, Ala ist muss nicht da. dahin. Beziehungsweise, jetzt kommt ja die Geschichte, was macht Tobi Missner? Lass mal laufen? Ja, der spielt jetzt. Es läuft ja keiner, deshalb brechen wir hier ab. Ja, okay. Wenn wir so eine Situation haben, dass einer nach innen zieht, müssen wir auf die andere Seite kommen. Ja, das ist ja das, was ich sage. Wir sind zwischen den Ketten. Genau, und jetzt muss der Ball rüber. Verlagern. Und das, die beiden. Ja, er hätte ja schon gereicht, wenn er hier rüber oder auf Enzo, weil aber da spielen wir. Das ist zu eng. Und wir müssen da auf die andere Seite kommen, ja, weil das und sind wir zu wenig. Wir bleiben dazwischen, wir spielen dann nicht dahinter. Das ist das, was ich gerade meinte. Ja. Wir spielen dann keine Bälle zwischen die Kette rein. Ja. Zwischen die Innenverteidiger, zwischen Außen- und Innenverteidiger. Ja, weil der Ball ferne Außenspieler zu weit ist. Ja, und zu weit rein. Wir gewinnen mehr Zweikämpfe, wir haben eine höhere Laufbereitschaft, wir sind die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, wir haben viel mehr vom Spiel, wir sind griffig, wir sind im Spiel, okay Jungs? Wir sind im Spiel. Das Einzige, was uns fehlt, ist der Weg von hier bis dahin. Und jetzt zeigen wir euch zwei Szenen, warum das so ist. Warum wird Missner wohl abbrechen? Oh, Jungs, und das ist insgesamt unser Ziel. Ihr müsst alle, Manu, Ala, Enzo, Yassin, Emre, ihr müsst diesen Weg in die Box suchen. Wir kommen nicht in die Box. Ihr spielt, das seht ihr gleich in der zweiten Szene auch nochmal, ihr spielt hier vorne, alles gut. Aber Enzo, guck mal, wo du stehst. Dann sei zweiter Stürmer. Dann komm hier, binde den Innenverteidiger. Zweite Szene. Also es geht darum, dass wir die Box nicht richtig besetzen. Yassin setzt zum Dribbling an. Doppelpass, Stopp. Und was müssen wir jetzt machen? So, und wo kann Enzo schon stehen? Hier zwischen, guck mal. Hier zwischen. Weißt du, was ich meine, Enrique? Weil, Jungs, am Ende wird es darum gehen, dass wenn die hier eine Viererkette aufbauen, wir es nicht hinbekommen, wir es momentan nicht hinbekommen, dass hier einer zwischen reinläuft. Dass wir den Pass spielen oder den Pass spielen. Okay? Dran glauben, ruhig bleiben.
45 Minuten und dran glauben, dass wir hier noch ein Tor erzielen. Okay, Jungs? Und weiter Druck ausüben. Und egal wann, weiter Druck ausüben. Der Matchplan funktioniert. Ihr seht, wir haben viel mehr vom Spiel. Bock haben, auf geht's. Prinzipiell war es so, dass der Gegner eigentlich so gespielt hat, wie wir uns das, wie wir es vorbereitet haben. Allerdings deutlich tiefer noch gestanden hat, als es vielleicht zu vermuten war. Also sie haben ja eigentlich 2 Viererketten relativ tief in ihrer eigenen Hälfte aufgebaut. Das haben wir den Spielern dann auch nochmal in der Halbzeitpause nochmal gezeigt, wie dann die Lösung aussehen kann, dass wir über Außen kommen müssen, dass wir Spielverlagerungen brauchen und so weiter. Was in der ersten Halbzeit auch an der einen oder anderen Stelle schon ganz gut geklappt hat. Lösungsansätze aufzeigen ist das eine, sie im Spiel erfolgreich umsetzen das andere. Da bedarf es auch im zweiten Durchgang jegliche Unterstützung von der Bank und der Tribüne. Männer, das ist genau das, was ich vorher sagte. Gut, Schell! Weiter, Männer! Komm, Schell! Komm, Ramsey! Frische Kräfte sind gefragt. Zeit für Einwechslungen. Okay, Linksfuß bei Mert, Linksfuß. Mert, Linksfuß. Weiter geht's! Steh wieder Position, top! Gesehen. Clever bleiben, schnell! Weiter, Mann, komm! Haben Sie Spiel! Hey, ihr müsst schneller machen, Ram, okay? Wir haben alles schon vorbereitet. Ramsi, Schelle, schneller, okay? Hier war alles vorbereitet. Es laufen bereits die Schlussminuten. Noch eine letzte Umstellung. Manu, 4-4-2. Und die Hoffnung auf einen späten Ausgleich. Jeder macht! Jeder macht! Abpfiff, es bleibt beim 0:1. 3 Spieltage vor Saisonende rutscht die U19 dadurch auf den 3. Platz zurück. Und nur die ersten beiden dürfen an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft teilnehmen. Wir haben gerade, was Rock'n'Roll angeht, im letzten Drittel da eigentlich so ein bisschen die Kapelle vergessen mitzunehmen. Und ja, sie haben uns da dann einfach auch nicht belohnt. Und am Ende war es natürlich sehr unglücklich, dass mit der ersten Torchance von Gladbach die sofort in Führung gehen. Das gab denen dann natürlich auch Selbstvertrauen. Ja, aber wir müssen daraus lernen, wir müssen den nächsten Schritt nehmen und die Jungs müssen ganz schnell daraus lernen, weil man hätte dieses Spiel nicht verlieren müssen, nicht verlieren dürfen auch. Und das gilt es aber dann in der Entwicklung auch mitzunehmen. Der Fußball entwickelt sich ebenfalls stets weiter. Der Einfluss der Videoanalyse ist dafür nur ein Beleg. Eine Garantie auf Erfolg ist sie aber nicht. An der Adi-Preisler-Allee hat Borussia Dortmund heute schmerzlich erfahren, dass immer noch auf dem Platz entscheidend ist. Nächstes Mal bei Inside BVB. Es ist ein Unterschied, ob ich draufgehe und auf den Ball erober und meinen Deckungsschatten groß mache, weil wenn ich nah dran bin, kann er ja nicht mehr spielen. Oder ob ich 2 Meter Abstand habe und einfach nur stelle und er immer noch an mir vorbeipassen kann, oder? Und da erwarte ich, dass wenn wir das nächste Mal Standards trainieren, dass alle 100% fokussiert sind. Und wenn ich rumdöle, nicht rumlachen oder sonst irgendetwas. Sonst werde ich euch wieder am Dörfer bringen. So, und jetzt erst mit dem 3. Kontakt könnt ihr schießen, aber auch da schießen wir nicht. Und jetzt kommt genau das Gleiche. 1, 2, vorbei.